Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns hier noch auf W27, denn ja, wir sind hier in den letzten Zügen, kann man so sagen. Am Freitag um Mitternacht wird der Server hier eingefroren und dann wird auch dieser gemerged werden und dadurch wird auch W27 dann irgendwann zu einem neuen Server, und zwar zu Fusion 21, der auch mit ganz vielen anderen Servern fusioniert, mit S30 Tschechien, 35 Polen, S38.de und W22 bis W30. Das sind einige Server auf jeden Fall und ich bin schon sehr gespannt, wie wir da abschneiden werden. Und ja, wollte jetzt nochmal so ein bisschen die letzten paar Stunden, kann man ja so sagen. Ich meine, es war heute noch der Tag und dann der ganze Freitag noch. Aber danach ist ja dann hier finito auf dem Server. Und ja, das war auf jeden Fall eine sehr coole, lange Reise gewesen, muss man so sagen, wenn man mal so bedenkt. Oh, also das war wirklich, ja, der Battle Mage, den ich hier angefangen hatte auf dem Server, das waren noch damals ganz, ganz andere Zeiten gewesen. Auf YouTube, Shakes and Fidget mäßig gesehen. Und wir waren zuerst damals in der Gilde gewesen, die hießen White Shark. Jetzt sind wir ja hier bei Black Bull. Und ich weiß gar nicht, ob es White Shark noch überhaupt so als Gilde gibt hier irgendwie. Wir können ja mal ganz kurz hier schauen. White Shark, ich weiß nicht, ob das jetzt noch die richtige Gilde ist. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, auf jeden Fall war das die Gilde gewesen. Ich glaube, da haben wir drinne gespielt mit Paul Terra, mit Lieutenant damals noch und Unge gespielt. Hatte damals auch mitgemacht. Und wir hatten hier auf dem Server auch 2 Streams, glaube ich, gehabt mit Paul und Unge zusammen. Damals noch, als Unge aktiv Shakes and Fidget gespielt hatte. Und das war halt eben richtig krank gewesen. Ich kann mich auch noch erinnern an den Tag, wo ich hier mein Battle Mage erstellt habe auf dem Server. Da war ich nämlich gar nicht zu Lande zu der Zeit. Ich hatte den mir auf Biegen und Brechen in einem Hotelzimmer erstellt gehabt, dass ich schnell meinen Namen sichern konnte. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute, ja, sind wir auf Welt 27 international, der neue Server, der vor kurzem gerade gestartet ist. Und dann habe ich damals Painy, The Golden Pain, kennt bestimmt auch noch der ein oder andere von euch. Also es war wirklich eine ganz andere Zeit gewesen damals, mit ganz anderen Creatoren. Und ja, das war auf jeden Fall auch eine sehr coole Zeit, die ich definitiv auch vermisse. Und ich hatte da aus einem Hotelzimmer mit einem Laptop da die ersten Level gemacht auf dem Server, beziehungsweise habe die dann Painy übergeben, mein Battle Mage, dass er halt eben so den Serverstart ein bisschen für mich spielt, weil ich halt eben unterwegs gewesen bin und nur einen Laptop mit hatte und hatte damals noch das erste Video, weil das war ja eine neue Klasse gewesen damals mit dem Battle Mage. Das war ja was ganz Besonderes, als der dann auf dem Server erschienen ist. Hatte ich dann ja, aus dem Hotelzimmer noch ein Video aufgenommen und mit Hotel WLAN, da könnt ihr euch vorstellen, wie das geknallt hat, mit Hotel WLAN da noch auf Krampf so noch ein Video hochgeladen. Ja? Damals war es, glaube ich, noch nicht, dass jeden Tag um 15 Uhr ein Video kam. Das kam dann halt irgendwann, wann es kam so. Ne? Und ja, das war dann direkt nach dem Serverstart gewesen. Ich glaube, das war damals auch schon um 16 Uhr. Und irgendwann um 0 Uhr oder was weiß ich, wann das gewesen ist, da kam dann das Video online mit dem Battle Mage aus dem Hotelzimmer. Es war wirklich auch eine Erfahrung auf jeden Fall gewesen. Und ja, dann ist das ganze Jahr so ein bisschen, ja, es hielt auf jeden Fall eine Zeit, ne? Aber dann hatte der aufgehört, dann hat der aufgehört, dann hat der nicht mehr weiter gespielt und der fand die Klasse nicht so toll und das hat nicht so Potenzial. Viel auch damals, glaube ich, auch ausgelöst durch Unge so ein bisschen, weil die Klasse halt eben nicht dafür da ist, um Dungeons zu pushen. Ne? Und Unge war halt auch jemand gewesen, der halt auch extrem viel Spaß daran hatte, hier die Dungeons durchzuballern. Aber das kannst du halt mit der Klasse eben nicht so gut. Es sei denn, du steckst halt unglaublich viele Pilze rein. Es ist halt sehr intensiv, sag ich mal. Es bietet nicht viel Spielraum für ja, potenzielle
Super-Tries, die man mit anderen Klassen vielleicht hat. So, ne? Deswegen ist man mit der Klasse ein bisschen eingefahren. Dadurch fiel dann auch so ein bisschen, glaube ich, damals war das so gewesen, die Motivation von Unge, hat dann den Char aufgehört, hat dann auch, muss man auch sagen, so ein bisschen dann auch ein schlechtes Licht, sag ich mal, auf die Klasse gerückt, ohne das jetzt erst irgendwie böse zu meinen oder so, ne, aber dadurch wurde die Klasse halt bekannt als Klasse, die jetzt nicht so Spaß macht, beziehungsweise in den Dungeons nicht so gut vorankommt und deswegen man lieber andere Klassen nimmt, so, ne. Kamen aber noch mehrere Faktoren dazu, zum Beispiel etliche Tierlisten, die Klasse halt eben sehr tief gerankt haben, wodurch Leute auch verschreckt worden sind oder die Klasse erst gar nicht genommen haben. Ne? Ihr kennt da ja meine Meinung zu, ihr seht, wie stark so eine Klasse werden kann hier. Wir können ja mal ganz kurz mal gucken, ob wir hier, wie hier unser internationaler Gildenkampf hier gerade aussieht. Black Bull gegen Rising Phoenix. Das ist ja sehr interessant, ja. Und dann ist halt so ein bisschen die Gilde so ein bisschen zu Bruch gegangen. Ne? Damals gab es auch schon Black Bull, die haben sich dann erst ein bisschen später, glaube ich, gegründet irgendwie. Ne? Aber ich glaube nicht viel später. Und haben dann halt eben ganz schnell die Oberhand auf dem Server hier gewonnen. White Shark wurde dann halt eben von seinem Platz so ein bisschen verdrängt. Unge hatte aufgehört, Paul hatte aufgehört, Painy hatte aufgehört, der Luti hatte aufgehört. Es waren auch viele Creator, die damals in der Gilde gespielt haben, aber damals gab es noch kein Sponsoring oder kein Creator-Code oder was weiß ich irgendwie. Ne? Da hat man sich halt mit den anderen Creatoren, das war damals auch schon so gewesen, in der Gilde getroffen, weil man miteinander spielen wollte. So, ne? Heute ist es ja so ein bisschen verrufen, wenn ein paar Creator in der Gilde zusammenspielen, weil die sind ja gesponsert und die kriegen ja alles in den Arsch geblasen so. Und dann ist es kein Wunder, dass dann so eine Gilde natürlich weit oben gerankt ist so, ne? Kann man auch irgendwo nachvollziehen, aber man will sich halt trotzdem mit seinen Freunden treffen, mit denen man das gleiche Hobby teilt. So, ne? Und das war halt damals so gewesen, wo es sowas noch nicht gab, wo man das halt nur just for fun gemacht hat, um mit seinen Kumpel zu zocken. Und das ist halt heute auch immer noch so, ne? Teilweise. Mal möchte man natürlich auch mit anderen Leuten spielen, nicht nur mit seinen Creator-Leuten, so, ne? Das ist natürlich auch klar. Genau. Die haben alle aufgehört und ja, es ist, wie es immer gewesen ist in Shakes & Fidget bei mir in der Vergangenheit, war auf meinem Main Magier auch so. Meine Freunde haben mich damals angesteckt, das Spiel zu spielen. So, ich bin darauf kleben geblieben, meine Freunde haben alle aufgehört, ich war der Einzige, der übrig blieb. Auf W27 war es genauso gewesen, war dann auch nachher, natürlich auch noch mit anderen Leuten auf dem Server, ne, aber die, mit denen ich dann, oder wegen denen ich auch angefangen hatte, haben dann nachher auch alle aufgehört. Und ja, White Shark ist dann so ein bisschen in die Brüche gegangen. Und dann kam bei mir ich glaube, das war damals der das war der zweite Gildenwechsel, den ich in meinem Leben je vollzogen hatte. Und damals war es aber noch von meiner Freundesgilde aus auf S31 zu Flames of Destiny. Und da war ich noch nicht bei Celtic. Und dann halt eben auf W27 von White Shark zu Black Bull. So, und in der Gilde bin ich jetzt eben bis heute. Und haben wir halt eben sehr viele coole Achievements so zusammengesammelt. Es ist halt eben der Battlemage-Server, es ist eine Battlemage-Gilde, kann man so sagen. Das wird jetzt natürlich ein bisschen aufgelöst werden. Ihr seht ja, wie viele Battlemages wir hier auch einfach haben, ne? Das wird jetzt natürlich so ein bisschen vermischt mit anderen Servern. Zum Beispiel ist in dieser F21-Fusion auch der Assassin-Server dabei, wo der Assassine gelauncht worden ist. Das heißt, wir haben hier auch nicht nur einen Großteil an Battle Mages, sondern auch einen Großteil an Assassinen auf dem Server dann, ne, die natürlich dann, das ist ja auch sehr lustig hier, die natürlich dann auch gegeneinander spielen können dann, ne? Und die Assassinen natürlich haben natürlich auch einen gewissen Vorteil, weil zum Beispiel die Server W23, wo der Assassine rauskam, ist natürlich ein bisschen jünger als W27 als Beispiel. Demzufolge sind natürlich da halt auch Chars mit dabei, wo unsere Battle Mages jetzt gegen die haushoch verlieren werden, weil sie halt keine Chance haben, weil sie halt noch nicht so viel Zeit hatten zum Spielen eben, ne? Aber ja, das ist so ein bisschen die Story von W27 und meine Erfahrung, die ich hier auf dem Server so gesammelt habe. Das ist auf jeden Fall auch eine coole, ich sag mal, zweite Shakes & Fidget Story. Das ist halt mein zweiter Account der Battle Mage, neben meinem Magier gewesen so, ne? Und deswegen
ist für mich auch jeden Char, den ich dann neu anfange und auch auf Biegen und Brechen auf wirklich tryhard spielen möchte, möchte ich dann halt auch mit vollem Körpereinsatz, sag ich mal so, spielen. Deswegen fällt es mir schwer, auch irgendwie einen neuen Charakter anzufangen und den halt long-term zu spielen, weil ich halt eben dafür dann halt auch wirklich brennen möchte. So, ne? Und es kann sein, dass ich vielleicht nochmal in Zukunft auf Langzeit einen 4. Account anfange, wenn das Expeditionsevent vielleicht auch auf Langzeit rauskommt und dadurch man seine Abenteuerlust so schnell klicken kann, dass es jetzt keinen großartigen, ja, keine Mehraufwand mir bereitet, dadurch dann einen 4. Account zu klickern, aber das liegt halt noch in den Sternen. Da muss halt wirklich alles passen und ja, ich sag mal so, ich bereue es nach wie vor nicht, den Battlemage hier gepickt zu haben. Ich finde die Klasse immer noch sehr, 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 sehr strong. Wie gesagt, gerade hier mit seinem Kometen, der halt eben mit dem Leben auch synergiert, ne? Macht halt viel Schaden, umso mehr Leben du hast. So, das ist halt einfach geil. Das ist ein Fähigkeiten-Set, das gefällt mir sehr gut. Ist eine schöne, tankige Klasse. So, und deswegen, ja, meine Empfehlung geht nach wie vor raus. Wenn ihr jetzt nicht unbedingt der seid, der am meisten irgendwie in die Dungeons reinballern will und so und am Serverstart jetzt mega Level pushen will, ne, das funktioniert halt alles ein bisschen langsamer mit dem Kampfmagier, aber ich finde ihn halt trotzdem nach wie vor immer noch eine sehr, sehr starke Klasse und ja, bin auf jeden Fall gespannt, was uns dann auf der anderen Seite erwarten wird. Es sind natürlich, ne, na klar, muss man so sagen, es sind schon so ein paar kleine Pläne schon geschmiedet. Das werdet ihr dann sehen, wenn es dann halt eben auch soweit ist. Und mehr kann ich dazu jetzt erstmal auch noch nicht sagen. Und ja, das auf jeden Fall erstmal nochmal so abschließend zu W27, dem Server hier und der Story, die hier hinter steckt. Auf jeden Fall eine sehr coole Sache und werde ich auf jeden Fall vermissen, aber wie es immer so ist, wo sich eine Tür schließt, öffnet sich die nächste, ist natürlich klar und die nächste ja, Geschichte steht schon parat und bin gespannt auf F21 und freue mich natürlich auf jeden von euch, den ich dort auch auf dem Server sehen darf und wir zusammen spielen können. Ne? Alles klar, Leute, das soll es soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Wie immer, würde mich natürlich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.